Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Mitarbeitende der TU Darmstadt. Nun leben wir schon seit über einem Jahr mit der Pandemie, seit fast einem Jahr mit deutlichen Einschränkungen hier bei uns an der TU Darmstadt, wie wir arbeiten, studieren und miteinander umgehen. Ich stelle in den letzten Tagen und Wochen zunehmend fest, dass wir alle sehr unter einer Belastung stehen. Die Belastung kommt daher, dass wir eine Unsicherheit haben, eine Unsicherheit auch über die Dynamik der Pandemie. Dazu kommen die Belastungen im Privaten, wenn Sie Familie betreuen oder Kinder haben, die zu Hause jetzt sind, statt mit ihren Freundinnen und Freunden gemeinsam zu spielen. Uns allen fehlen die sozialen Kontakte und auch, das gehört dazu, mal das informelle Gespräch hier bei uns am Arbeitsplatz. Ich würde mir wünschen, genau wie Sie es sich wünschen, dass wir andere Zeiten haben. Doch wir wissen, auch wenn die Infektionszahlen zurückgehen, stehen uns noch schwierige Wochen bevor. Aufgrund der neuen Mutationen, die aufgetreten sind, aufgrund der noch unsicheren Lage, wie es weitergeht. Und wir merken, dass das Impfgeschehen zwar voranschreitet, aber es dauern wird, bis wir alle geimpft sein werden. Das heißt, es gibt noch keine ausreichende Immunität in der Bevölkerung. Daher ist noch viel Geduld nötig. Was bedeutet das denn jetzt konkret für uns an der TU Darmstadt? Das bedeutet, dass die Maßnahmen, die wir erlassen haben, auch weiterhin gelten werden. Ich bin aber motiviert, dass wir diese Maßnahmen auch einhalten. Ich bin deswegen motiviert, weil ich möchte, dass die TU Darmstadt für uns alle ein sicherer Studien- und Arbeitsort ist. Ich bin motiviert, weil ich dazu beitragen möchte, dass wir als große Institution in Darmstadt, in der Rhein-Main-Region, unserer Verantwortung gerecht werden und nämlich kein Ort von neuen Infektionsherden werden. Und ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir möglichst viel Konstanz und Verlässlichkeit haben in den Regelungen und in dem Handeln, welches wir hier in und an der TU Darmstadt haben. Ganz konkret bedeutet das, dass, das wollen wir eben in diesem Video zeigen, viele Dinge weiter Bestand haben werden, wie aber auch einige Dinge, wie der Vizepräsident für Studium und Lehre und Diversität ausführen wird, auch in Studium Lehre sich verändern werden. Was ist die generelle Neuerung? Es gibt eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken, der sogenannten OP-Masken, auf dem Campus. Und wir werden, auch wenn wir hoffen, dass wir im Sommersemester das eine oder andere auch mal real anbieten können, keine öffentlichen Veranstaltungen bis Ende Juni hier bei uns an der TU Darmstadt haben. Weiterhin gilt, wie bisher, der absolute Vorrang des mobilen Arbeitens. Wann immer möglich, sollten Sie von zu Hause aus arbeiten, um hier die Kontakte weiter zu minimieren, wo immer das möglich ist. Für den Laborbetrieb, der läuft, für Studierende und Beschäftigte haben wir ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept, welches bitte einzuhalten ist. Für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und all jene, die auf Qualifikationsstellen mit Befristungen sitzen, haben wir ein Verfahren, mit dem auch die Verträge dann entsprechend verlängert werden können. Ich möchte mich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie so solidarisch handeln, dass Sie die Maßnahmen mittragen, dass Sie gemeinsam mit uns nach guten Lösungen für die jeweils spezifischen Situationen suchen. Meine eindringliche Bitte an Sie ist, setzen Sie unsere gemeinsamen Maßnahmen um dadurch dazu beizutragen, dass wir das Infektionsgeschehen reduzieren. Damit die TU Darmstadt ein sicherer Ort für alle Mitarbeitenden und alle Studierenden ist und bleibt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende. Die Corona-Pandemie, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr schwer vorhersagen lässt, wie sie sich entwickelt. Frau Brühl hatte das schon angesprochen. Es stellt unsere Art zu arbeiten vor starke Herausforderungen. Im Bereich Studium und Lehre haben wir zwei vorrangige Ziele. Der erste und wichtigste ist der Gesundheitsschutz für alle beteiligten Studierende wie Lehrende. Das zweite Ziel ist, allen Studierenden einen Fortschritt in ihrem Studium zu ermöglichen.
Das erste Ziel, den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten, für Studierende und Lehrende, das haben wir von Beginn der Pandemie an sehr stark verfolgt, indem wir konsequent alle Kontakte reduziert haben, auf ein Minimum runtergefahren haben. Deshalb möchten wir jetzt schon für alle Beteiligten ganz klar signalisieren, dass wir auch das kommende Sommersemester 2021 im digitalen Format durchführen werden. Das gibt Ihnen Planungssicherheit und ermöglicht Ihnen, sich auf das kommende Semester vorzubereiten. Gleichzeitig gilt natürlich, dass ausgenommene Lehrveranstaltungsformate wie zum Beispiel Praktika in Labors oder Werkstätten stattfinden können. Gegebenenfalls können wir uns Anpassungen vorstellen, wenn es die Lage erlaubt, wenn die Regelungen des Bundes und des Landes es uns ermöglichen, wieder sukzessive Präsenzanteile zu ermöglichen. Das zweite Ziel, allen Studierenden einen Fortschritt im Studium zu ermöglichen, ist für uns besonders wichtig. Und das bedeutet, dass alle Lehrveranstaltungen stattfinden. Das bedeutet auch, dass Prüfungen stattfinden. Und zu Prüfungen gehören eben auch Klausuren. Und die Klausuren werden in sehr verantwortungsvoller Weise geplant und auch durchgeführt. Und dazu gehört auch, dass wir das Hygienekonzept immer wieder den Gegebenheiten anpassen. Und Sie wissen auch, dass wir seit Januar zum Beispiel insoweit eine Verstärkung des Hygienekonzepts haben, dass Sie sowohl auf den Wegen zu und von den Klausuren als auch während der Klausur eine Maske, eine medizinische Maske tragen müssen. All das dient natürlich dazu, dass hier ein möglichst hoher Grad an Sicherheit gewährleistet wird. Die Klausuren werden zeitlich gestreut, sodass wir auch da sicher gehen können, dass nicht zu viele Studierende gleichzeitig am Campus unterwegs sind und auch hier die Mobilität reduziert wird. Aber auch trotzdem versuchen wir noch weiterhin zu steuern, nämlich Klausuren in digitale Formate zu überführen. Daher gilt die Regel, dass ab jetzt alle Präsenzklausuren auch als digitale Formate angeboten werden können. Das heißt zum Beispiel Open-Book-Klausuren, die Sie zu Hause am Rechner ausführen können. Hier gibt es vermehrt Rückfragen, zu denen ich hier gerne Stellung beziehen möchte, zu denen ich gerne Stellung beziehen möchte. Die erste betrifft, warum werden nicht alle Klausuren digital angeboten? Die Umstellung der Formate ist ein Prozess. Das heißt, Lehrende werden bewährte, erprobte Formate nach und nach sukzessive auf digitale Formate umstellen können. Wir werden hier noch ein bisschen Zeit brauchen und ich bitte um Geduld, dass Lehrende Sie im Laufe des Prozesses informieren, wie Ihre Prüfung letztendlich stattfinden wird. Sie bekommen dazu Unterstützung von zentraler Stelle, zum Beispiel durch das E-Learning-Team der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle. Aber letztendlich gibt es viele Formate, die nicht digitalisierbar sind, die in Präsenz durchgeführt werden müssen oder sollen. Und das ist letztendlich eine Entscheidung der Lehrenden, die die Konzepte kennen und auch hier die Umstellung ermöglichen können. Warum werden Klausuren nicht verschoben? Auch diese Frage stellt sich immer wieder. Und Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im ersten Halbjahr 2021 würde uns vor Probleme stellen, die wir auch im letzten Semester schon gesehen haben, im Wintersemester, dass nämlich dann eine Verschiebung dazu führt, dass wir Doppelbelastung für Studierende und Lehrende oder Prüfende haben, die eine deutlich höhere Belastung mit sich ziehen. Und auch das wäre für uns keine aktuelle Option. Gleichzeitig lässt sich auch nicht wirklich vorhersagen, ob die Situation im kommenden Sommersemester besser wird, sodass eine Durchführung auch dann nicht wirklich gesichert sein könnte. Es lässt sich also zusammenfassend sagen, dass die nächsten Monate uns weiterhin vor starke Herausforderungen stellen werden. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen noch mal ganz herzlich meinen Dank aussprechen für Ihre Bereitschaft und für Ihre Flexibilität, sich auf alle neuen Gegebenheiten anzupassen und den Studierenden ein entsprechendes Studium zu ermöglichen. Damit wir auch gemeinsam weiterhin die Pandemiesituation so gut bewältigen, möchte ich Sie noch dazu auffordern, regelmäßig Informationen auf unserer Homepage abzurufen oder auch die Informationen, die wir Ihnen per Systemnachrichten zielgruppenspezifisch zukommen lassen, zu berücksichtigen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Meine Damen und Herren, ich bin tief beeindruckt davon, wie gut die Prozesse in Forschung und Lehre und der Verwaltung hier bei uns an der TU Darmstadt laufen. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Mein Dank geht ganz besonders an alle Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Lehre, die entweder als Lehrende vorne stehen oder auch im Hintergrund an vielen Stellen überhaupt ermöglichen, dass wir die digitale Lehre in dieser Form umsetzen können, ganz besonders den Kolleginnen und Kollegen der Hochschuldidaktischen Arbeitsstelle. Das Pandemiegeschehen bleibt sicher noch eine gewisse Zeit sehr dynamisch, sodass wir Geduld haben müssen.
Unsere Zielsetzung ist, wie eingangs gesagt, dass die TU Darmstadt ein sicherer Studien- und Arbeitsort bleibt. Wir kommunizieren die Maßnahmen, die jeweils gelten, auf der Homepage, die Sie über die Startseite der TU Darmstadt leicht finden können. Und meine Bitte ist, schauen Sie sie immer regelmäßig an, damit Sie auf dem aktuellen Stand sind. Bleiben wir im Austausch miteinander. Wenn etwas gut funktioniert, können das andere genauso wissen wie, wenn etwas nicht so gut funktioniert, dann müssen wir nochmal anpassen. Kurzum, achten Sie auf sich selbst und achten wir aufeinander. Vielen Dank.